Wir reden hier über die Gewalt durch den Islam. Was hat das mit dem Koran zu tun? Und wo sind die Unterschiede zur Bibel? Nacheinander werden wir jetzt diese 12 Kästchen ausfüllen. Mohammed hat die Texte des Korans innerhalb von 23 Jahren empfangen und er lehrte sie seinen Nachfolgern. In den frühen Jahren waren es kürzere Texte. Diese Teile behandelten besonders das Gericht Gottes am Ende der Zeiten. Über Christen und Juden finden wir hier eher positive Aussagen. Mohammed wurde in dieser Zeit als Prophet abgelehnt, weil er unter anderem gegen die Vielgötterei in Mekka gepredigt hat. Nach 12 Jahren ist er nach Medina ausgewandert, wo er als Richter und politischer Führer eingeladen wurde. In Medina suchten sie einen politischen Führer, der die Stadt zusammenhalten konnte. Erst in Medina hat Mohammed Gewalt gepredigt und praktiziert, besonders gegen seine früheren Verfolger, aber auch gegen einige Stämme in Medina. Die Elemente des islamischen Rechts, die besonders häufig kritisiert werden, stammen aus dieser Phase. Viele Muslime rechtfertigen seine Kämpfe mit dem Hinweis auf seine Verfolgung. Mohammed hätte sich lediglich verteidigt. Außerdem sei Mohammed, anders als Jesus, ein politischer Führer gewesen. Und deswegen konnte er seine Gegner auch hinrichten lassen. Als Mohammed starb, wurde um seine Nachfolge gekämpft. Bekämpft wurden auch die Muslime, die nicht ihre Steuern zahlen wollten. Zudem stellten die islamischen Gelehrten der ersten Jahrhunderte Mohammeds Offenbarungen in Medina über die frühere Lebenspraxis in Mekka, zum Beispiel in Bezug auf Gewalt. Sie nannten es Abrogation, auch wenn sie uneinig waren, was alles abrogiert wurde. Das hieß zum Beispiel, die früheren friedlichen Verse seien für die Lebenspraxis der Muslime nicht mehr gültig. Die späteren, zur Gewalt aufrufenden Verse wären gültig. Die folgenden Jahrhunderte gab es verschiedene Phasen der Ausbreitung des Islams. In manchen Gegenden geschah es friedlich, zum Beispiel durch Handel, in anderen aber durch Krieg. Heute, besonders in der westlichen Welt, wollen viele Muslime den Koran neu interpretieren und sich an den friedfertigen Versen orientieren. In vielen islamischen Ländern herrscht aber noch das traditionelle Verständnis vom Koran, der traditionelle sunnitische oder schiitische Islam. Wobei islamische Gelehrte seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr so stark hinter dem Prinzip der Abrogation stehen und dafür mehr schauen, wie Mohammed in unterschiedlichen Situationen reagierte. Ab wann darf man den Islam mit Gewalt verteidigen? Wie reagierte Mohammed auf seine Kritiker? Wie reagierte er auf jemanden, der den Islam verlässt? Gewaltbereite Gruppen betonen heutzutage ganz besonders das gewalttätige Vorbild Mohammeds. Wird sich in Europa ein liberaler Islam durchsetzen? Schreib doch deine Meinung in den Kommentarbereich.